Es ist kurz nach 15 Uhr an einem Montag im Juli 1976. Im Keller unter der Avenue Jean Médecin, der großen Einkaufsstraße von Nizza, bahnt sich ein Presslufthammer den Weg durch dicken Beton. Staub liegt in der Luft, der Lärm hallt von den Wänden. Ein Techniker der Firma Figet-Busch schiebt den Kopf durch das frische Loch in der Tresorwand. Dann ist auf einmal alles still. Vor ihm liegt der Tresorraum der Société Générale. Er ist verwüstet. Hunderte Schließfächer stehen offen, aufgebrochen, leergeräumt. Auf dem Boden liegen leere Weinflaschen und die Reste einer warmen Mahlzeit. In einer Ecke stehen silberne Servierplatten. Jemand hat sie als Toilette benutzt. An der Wand steht ein Satz mit der Hand geschrieben auf Französisch. Sans armes, sans haine, sans violence. Sinngemäß, ohne Waffen, ohne Hass, ohne Gewalt. Der Mann mit dem Presslufthammer ahnt nicht, was er hier gerade gefunden hat. Um zu verstehen, wie der Inhalt eines tonnenschweren Tresorraums einfach so verschwinden kann, müssen wir ein paar Monate zurück in einen kleinen Fotoladen 2 Straßen weiter. Dieser Laden gehört einem Mann namens Albert Spaggiari. 44 Jahre alt, freundlich, höflich, ein Fotograf, den halb Nizza kennt. Er macht Porträts, Passbilder und fotografiert Hochzeiten. Er fotografiert sogar für den Bürgermeister der Stadt. Wenige Wochen vor dem Coup reist er als dessen Hausfotograf bis nach Japan. Mit 19 ist er Fallschirmjäger in Indochina. Dort raubt er mit ein paar Kameraden einen Mann aus. Seine Erklärung: Der Mann habe sie zuvor bestohlen. Sie hätten sich einfach nur zurückgeholt, was ihnen zusteht. Das Militärgericht schickt ihn für 4 Jahre ins Gefängnis. Danach findet er zur OAS, einer rechten Untergrundarmee, die mit Gewalt gegen die Unabhängigkeit Algeriens kämpft. Als Präsident de Gaulle in die Nähe seiner alten Heimat kommt, nimmt Spaggiari ein Gewehr, sucht sich eine Position und wartet. Er kommt dem mächtigsten Mann Frankreichs bis auf wenige Meter nahe. Das Gewehr geladen, den Finger am Abzug. Doch er drückt nicht ab. Keiner weiß genau warum. Wieder landet er im Gefängnis. Als er wieder freikommt, zieht er nach Nizza, heiratet und wird Fotograf. Ab sofort führt er ein ruhiges Leben. Doch alles beginnt mit einem völlig harmlosen Gang zur Bank. Spaggiari eröffnet ein privates Schließfach bei der Société Générale. Doch als er unten im Tresorraum steht, umgeben von diesen endlosen kalten Reihen aus Stahl, schießt ihm plötzlich ein Gedanke durch den Kopf. Wie viel Vermögen liegt eigentlich hinter all diesen kleinen Türen und vor allem, wie gut ist das hier unten wirklich geschützt? Ab diesem Moment sieht er die Bank mit völlig anderen Augen. Er fängt an, das Gebäude und die Sicherheitsvorkehrungen zu studieren wie ein Fotomotiv. Er kommt immer und immer wieder, fotografiert heimlich den Tresorraum aus jedem erdenklichen Winkel und prägt sich jede noch so kleine Routine des Wachpersonals ein. Aber eine Frage lässt ihm einfach keine Ruhe. Hat dieser Tresorraum überhaupt einen Alarm? Reagieren die massiven Wände auf Lärm oder Erschütterung? Spaggiari findet die Antwort heraus, und zwar auf eine Art, die fast schon genial dreist ist. Er geht zu seinem Schließfach, deponiert darin einen ganz normalen Wecker, stellt ihn auf Punkt Mitternacht und geht seelenruhig nach Hause. Und am nächsten Morgen ist absolut gar nichts passiert. Keine Polizei, keine Sicherheitsmeldung, keine nervösen Angestellten. Für Spaggiari ist das der entscheidende Durchbruch. Damit stand er aber vor einem zweiten großen Problem. Wie kommt man in diesen Tresor rein, ohne die schweren Haupttüren zu benutzen und ohne sich von außen durch die dicken Mauern bohren zu müssen? Spaggiari besorgt sich die alten Baupläne der Stadt aus dem Archiv und legt sie direkt über den aktuellen Stadtplan. Und tatsächlich, er entdeckt die perfekte Lücke. Der Tresorraum liegt gerade mal 10 Meter von einem alten Abwasserkanal entfernt, durch den der Fluss Paillon fließt. Dieser Kanal wiederum ist ganz einfach über einen normalen Wartungsschacht erreichbar. Spaggiari begreift sofort: Er muss die Bank überhaupt nicht betreten. Er knackt sie einfach von unten. Aber da war ja noch das dritte Problem. Allein würde er diese gigantische Aufgabe niemals im Leben stemmen können. Also packt Spaggiari seine Sachen, fährt nach Marseille und sucht den Kontakt zur dortigen Unterwelt. Er präsentiert seinen Plan dem berüchtigten Clanführer Jacques Cassandri. Die Marseiller hören aufmerksam zu und
sie fackeln nicht lange. Sie sagen zu und steuern genau das bei, was dem Fotografen noch fehlt. Erfahrene Profis fürs Grobe, schweres Spezialwerkzeug und das nötige Startkapital. Am Ende wächst die Tunnelbande auf rund 20 Mann. Und dann fangen sie an zu graben. Nacht für Nacht, fast 2 Monate lang. Sie steigen in die Kanalisation hinab, knietief im kalten Abwasser und treiben einen Stollen von 8 Meter Länge auf den Tresor zu. Es stinkt, es ist eng und von der Decke tropft es unaufhörlich. Den Aushub schaffen sie auf Gummibooten über den unterirdischen Fluss aus dem Tunnel und tragen ihn dann Hand für Hand in den Hosentaschen nach oben, damit auf der Straße niemand einen großen Haufen Schutt entdeckt. Und je länger es dauert, desto mehr richten sie sich ein. Sie verstärken den Stollen mit Beton, damit er nicht einstürzt. Sie verlegen hunderte Meter Stromkabel für Licht. Sie bringen 30 Flaschen Acetylen mit, Gas zum Schneiden und Schweißen. An die feuchten Tunnelwände hängen sie Bilder von leicht bekleideten Frauen, als wäre der Gang unter der Bank ihr zweites Wohnzimmer. Oben auf der Straße merkt niemand etwas. Unter der Erde stellen die Männer Campingtische und Luftmatratzen auf und kochen sich warme Mahlzeiten. In der Nacht zum 16. Juli 1976, dem langen Wochenende rund um den französischen Nationalfeiertag, ist es dann soweit. Die Männer brechen von unten durch den Boden des Tresorraums. Und das Erste, was sie dort tun, ist gleichzeitig der genialste Schachzug ihres gesamten Plans. Sie verschweißen die tonnenschwere Tresortür von innen. Selbst wenn am Wochenende irgendwer von der Bank vorbeikäme und aufschließen wollte, die Tür würde sich keinen Millimeter bewegen. Von außen ist der Raum absolut verriegelt. Aber von innen? Von innen haben sie nun alle Zeit der Welt. Und diese Zeit kosten sie bis zur letzten Sekunde aus. In den Wänden warten tausende Schließfächer und sie knacken viele davon, eines nach dem anderen. Sie machen vor nichts Halt und brechen sogar den eigentlichen Haupttresor auf. Einen massiven, 5 Tonnen schweren Safe. Die Männer arbeiten in Schichten. Sie essen, sie trinken Wein und schlafen zwischendurch einfach auf dem Boden, umgeben von Bergen aus aufgebrochenem Stahl. Sie raffen Bargeld, Goldbarren und Schmuck zusammen. Alles, was sich irgendwie zurückverfolgen ließe, lassen sie liegen. Und weil es hier unten natürlich kein WC gibt, zweckentfremden sie kurzerhand ein paar edle silberne Servierplatten aus der Beute. Trotz all dem Chaos hinterlassen sie nicht einen einzigen Fingerabdruck. Und bevor sie am frühen Montagmorgen mit ihrer millionenschweren Beute wieder auf den Gummibooten im Untergrund verschwinden, hinterlässt einer von ihnen noch eine Botschaft an der Wand. Ein handgeschriebener Satz, der diese Männer in ganz Frankreich unsterblich machen wird. Ohne Waffen, ohne Hass, ohne Gewalt. Bis hierhin läuft alles wie am Schnürchen. Der absolut perfekte Coup. Fast. Denn während die Männer unter der Stadt verschwinden, beginnt über ihnen ein ganz normaler Montag. Schon das Wochenende über hat der Geldautomat vor der Filiale kein Bargeld mehr ausgegeben. Am Morgen stehen die ersten Kunden vor der Tür und die Angestellten müssen sie vertrösten. Der Tresorraum lässt sich nicht öffnen. Die schwere Tür klemmt, sie gibt einfach nicht nach. So etwas ist schon oft vorgekommen, also ruft man die Spezialisten des Tresorherstellers. Gegen 10 Uhr sind sie da. 2 Stunden lang versuchen sie, die Tür zu öffnen. Vergeblich. Gegen Mittag fällt die Entscheidung, die Wand aufzustemmen und die Tür von innen zu reparieren. Und so frisst sich am frühen Nachmittag ein Presslufthammer durch den Beton, bis ein Techniker den Kopf durch das Loch schiebt und in einen leeren, verwüsteten Tresorraum blickt. In den Tagen danach bildet sich vor der Filiale eine Schlange. Kunden, die wissen wollen, ob ihr eigenes Fach unter den Geplünderten ist. Der eine verliert Erspartes, der andere Schmuck, wieder einer Dinge, über die er lieber nicht sprechen möchte. Eine Frau, so wird berichtet, fällt in Ohnmacht, als sie hört, dass ihr Schmuck fort ist und kommt erst mit einem Glas Weinbrand wieder zu sich. Der Überfall macht weltweit Schlagzeilen. Die Zeitungen nennen ihn bald den Jahrhundert-Coup. Und statt die Täter zu verfluchen, feiert sie halb Frankreich. Ein Bankraub ohne einen einzigen Schuss, ohne Verletzte, mit einem stolzen Satz an der Wand. Aus namenlosen Einbrechern werden fast Helden. Und die Polizei hat nichts. Beamte klettern in den Tunnel und kriechen den ganzen Weg zurück bis in die Kanalisation. Am Tatort finden sie nur das, was die Männer zurückgelassen haben. Leere Flaschen, kalte Essensreste, die Bilder an den feuchten Wänden. Keine Fingerabdrücke, keine Werkzeugspur, die zu einem Namen führt. Wochenlang kommen die Ermittler nicht weiter.
Die große Ironie an der ganzen Sache? Das, was den Coup am Ende auffliegen lässt, ist genau das, was ihn überhaupt erst möglich gemacht hat. Rund 20 Männer hatten im Untergrund geschuftet. 20 Männer, die danach feiern, die trinken und die natürlich irgendwann anfangen zu quatschen. Und irgendwann verplappert sich eben einer. Berichten zufolge ist es schließlich die Freundin eines ehemaligen Komplizen, über die der entscheidende Tipp bei der Polizei landet. Plötzlich haben die Ermittler einen konkreten Namen in den Akten. Und dieser Name führt sie schnurstracks zurück nach Nizza, direkt in einen kleinen, unauffälligen Fotoladen. 28. Oktober 1976. Spadgiari sitzt gerade beim Mittagessen in einer kleinen Bar direkt gegenüber seinem Fotoladen. Er ist erst seit kurzem zurück von seiner Reise aus Japan. Als die Ermittler den Raum betreten und ihn festnehmen, leistet er keinerlei Widerstand. Auch im anschließenden Verhör bleibt er genau der Mann, den ganz Nizza kennt. Höflich, ruhig und absolut gelassen. Er äußert sich zu keinem der Anklagepunkte. Erst als der Kommissar die Samthandschuhe auszieht und droht, auch seine Ehefrau mit in die Sache reinzuziehen, bricht Spadgiari sein Schweigen. Er nimmt den kompletten Coup auf seine Kappe. Fast schon stolz erzählt er den Ermittlern jedes Detail, vom Wecker im Schließfach, von den alten Plänen aus dem Archiv und von seiner genialen Idee. Am 10. März 1977 wird Spadgiari für eine Anhörung in den Justizpalast gebracht, direkt ins Büro des Untersuchungsrichters. Sein Anwalt ist an seiner Seite. Spadgiari hat angekündigt, heute endlich Namen zu nennen und einen handfesten Beweis zu liefern. Er tritt an den Schreibtisch und legt ein Blatt Papier vor den Richter. Es ist über und über mit mysteriösen Zeichen übersät. Ein vermeintlicher Geheimcode. Der Richter beugt sich neugierig und voll konzentriert über das Papier und fragt, was das bedeuten soll. Spadgiari murmelt nur beiläufig, ihm sei furchtbar heiß. Er steht auf, tritt an das große Fenster und tut so, als wolle er es nur einen Spalt breit öffnen, um frische Luft hereinzulassen. Und dann springt er. Er stürzt mehrere Meter in die Tiefe und landet goldrichtig auf dem Dach eines geparkten Renaults. Unten steht bereits ein Fluchtmotorrad bereit. Spadgiari schwingt sich auf den Sitz, dreht sich noch ein letztes Mal um und winkt den fassungslosen Juristen am offenen Fenster lächelnd zu. Dann gibt sein Komplize Gas. In Frankreich wird er während seiner Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt. 12 Jahre lang führt Albert Spadgiari von nun an ein Leben auf der Flucht. Er chattet zwischen Südamerika und Europa hin und her, reist immer wieder heimlich zurück nach Frankreich, nur um seine Frau zu sehen. Mal mit gefärbten Haaren, mal hinter einer perfekten Verkleidung. Doch eine Sache will ihm bis zum Schluss einfach nicht gelingen. Er versucht jahrelang, seinen rechtmäßigen Anteil an der Millionenbeute von den Marseiller-Komplizen einzufordern. Doch er rennt gegen eine Wand. Die Männer, mit denen er wochenlang im Abwasserkanal geschuftet, gegessen und geschlafen hat, rücken keinen einzigen Cent raus. Also holt er sich seinen Lohn eben auf andere Weise. Er vermarktet seine eigene Geschichte und schreibt Bestseller über den Jahrhundert-Coup. Eines seiner bekanntesten Bücher trägt den passenden Titel Les Égouts du Paradis, die Abwasserkanäle des Paradieses. 1989 stirbt Albert Spadgiari schließlich an Krebs. Als freier Mann, den man nie schnappen konnte. Von den rund 20 Beteiligten des Tunnels von Nizza wird am Ende nur eine kleine Handvoll jemals gefasst. Und das Geld? Das bleibt bis heute spurlos verschwunden.